Servus, weiter geht's bei Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Und bevor wir in die Schlacht ziehen, will ich noch kurz mit Anna sprechen, um Dinge zu kaufen. Items zum Verstärken von uns selbst. So, und ich wollte gucken, ob wir beim Schmied unser blödes Silberschwert mal neu schmieden können. Weil, ich glaube, das geht nur, wenn ich es verbessert habe, auch voll. Weil das ist ja plus 9, wisst ihr? Das ist halt plus 7. Meins hat plus 7. So. Warum ist das eigentlich so schwach? Ja, weil das mehr Haltbarkeit hat, aber trotzdem. So. Wir müssen das hier noch fertig machen. Wir können es sogar machen. Oder macht das mal. Dann können wir es nämlich, glaube ich, auch neu schmieden. Ja. Dann mein Silberschwert ist dann plus 16, das aktuell. Das können wir jetzt neu schmieden. Was? Schwert, Silberschwert plus 16. Silberschwert plus 16. Folgendes neu schmieden. Ja. So. Und dann können wir immer Waffe schmieden. Können auf unser Silberschwertchen gehen. Und können das hier nochmal ein bisschen verbessern. Sogar voll. Was waren 38? Geht nochmal voll? Ja. Können wir sogar nochmal neu schmieden dann. Silberschwert plus 28. Das können wir theoretisch nochmal neu schmieden. Das Silberschwert plus 28. Ich treibe das jetzt bis auf die Spitze, ne? So, wie stark kannst du jetzt noch werden? Silberschwertchen. Von einem plus 28er zu einem... Oh, das geht nicht mehr. Aber du könntest theoretisch ein... verflucht mächtiges Schwert... Okay, passt aber alles. 238, passt, bin zufrieden. Gut. Anna, wo bist du denn? Bei Leuten wahrscheinlich, ne? Anna, gilt als Einheit. Wenn sie als Einheit gilt, wie kann ich sie freischalten? Indem ich ständig bei ihr Geld ausgebe, so vielleicht? Bedeutet das, dass das Kaiserreich sich aufspalten könnte? Ich hoffe wirklich, dass es nicht passiert. Damit die Einwohner ihr alltägliches Leben weiterführen können und ich weiter Handel treiben kann. Ich weiß nicht, was mit uns geschieht, wenn sich die Adelshäuser abspalten und erneut beginnen, um Gebiete und um die Vorherrschaft zu kämpfen. Das wird nicht passieren. Items kaufen. Ich brauche... Das kannst du mitnehmen. Das kannst du mitnehmen. Das kannst du mitnehmen. Ambrosia. Verteidigung kannst du mitnehmen. Engelsrobe. Ich habe hier da auf 1000 Freunde mit. Ein einfaches... Achso, ja. Okay. Und dann... Ich pushe jetzt Lana so hoch, wie es geht, damit ich mit ihr halt einfach durchrennen kann. Da bin ich ganz ehrlich. Ich werde noch was anderes gucken. Bei Inventar... Hier haben wir Astra Level 3 aktuell. Dann den Schwerttanz. Was macht der eigentlich? Greift beim Vorwärtsstürmen an. Schnellschnitzer. Mittelgroß. Blizzard. Level 1. Bisschen Eismagie. Dunkle Spieße. Nosferatu. Bisschen Magie vielleicht dabei haben. Aber Schwerttanz, die nehmen wir mal mit. Nimm mal Schwerttanz mit. Und den lassen wir drin. Gut, die aufstrebenden Söldner brauchen wir nicht. Du kannst eigentlich die... Kannst du mitnehmen, aber die bringen eigentlich nur was, wenn man Dings hat, ne?
Ab bei Level 5. Wieso ist das gesperrt? Das verstehe ich nicht ganz. Gerald Söldner, freiwillige Schützen. Söldner aus Brigitte. Nimm die mit. Passt. Okay. Dann, was haben wir hier noch alles für Ringe? Kritischer Ring. Kritische Treffer. Gebetsring. Stürmischer Stärke-Ring. Wenn Stärke erhöht. Gut. Passt. Okay, und dann müssen wir ins Lagerhaus gehen und dort kann man den ganzen Quatsch hier. KP dauerhaft um 1000 erhöhen. Das finde ich gut. Habe ich aber nicht so nötig. Tatsächlich bräuchte das wahrscheinlich eher, nicht Doro, Petra, Monika. Monika könnte es gebrauchen. Lysithia auch. Leonie geht. Shamir geht. Bailev geht. Okay. Also das würde wahrscheinlich am ehesten Monika brauchen. Das sehen aber alle eigentlich ganz gut aus. Ich schluck's selber. Energietropfen, die Stärke nochmal erhöhen. Sind wir bei 64. Sehr gut. Die Magie nochmal erhöhen. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir ja selber keine Magie nutzen. So richtig. Das gebe ich dann unseren Magierklassen. Lysithia, die hat dann 72 Magie, dann ist sie richtig böse. Geschwindigkeit haben wir 68, brauchen wir auch nicht wirklich, aber Edelgard kann das gebrauchen, damit sie schneller ist. Dann nochmal Geschwindigkeit, dann bist du bei 39, sehr gut. Die Verteidigung, da haben wir aktuell eine 40. Das ist nicht so gut. Aber eine Felsenkette, nochmal Stärke. Gehen wir auf 66 hoch, passt schon. 68 sogar. Na, Magie, Behendigkeit, Geschwindigkeit dauerhaft um 2. Das ist wieder was für die Edel. Jetzt hat die nämlich schon 40, das ist nicht gut. Verteidigung, Resistenz, Charme, maximale KP um 200. Jawohl, dann kriegt das Dings da, Monika. So. Perfekt, okay. We are ready. Now we make the Hauptbattle from the Kapitel 13. ja. Es ist eigentlich fast schon so dunkel, ne? Egal, das muss es mal so gehen. So, Rückeroberung der Festung Merceus. Festung Merceus fiel in die Hände der vom ehemaligen Herzog angeführten Rebellen. Du ziehst in die Schlacht, um die Festung zu erobern und den Aufstand zu zerschlagen. Am S-Rang gibt es den Unerschöpflichen, ein Helden-Dingsbums-Item. Wäre was für Shamir, nicht wahr? Rückeroberung. Jawohl, let's go. Machen wir es alle platt. Speicher mal hier unten. So, passt schon. Danach sind nur noch drei Hauptkapitel. Mal sehen, was noch alles dazwischen geworfen wird vom Spiel. Man weiß es ja nie so genau. If everyone is prepared, it's time to make our move. Our troops attacking the gates have been instructed not to force their way in. Before long, the enemy will notice as much and realize we're already inside. We need to locate and strike down the rebel leader. That should put an end to the insurrection. Along the way, you may encounter suspicious agents. They are the true masterminds behind the rebellion and must all be eradicated. Got it. Now let's get going before those bloodthirsty monsters hurt any of the hostages. Ich habe Doro gar nicht die Tänzerin gegeben, ne? Das war doof. I haven't been this angry in a long time. When is that man going to stop being a thorn in Her Majesty's side? Ah, how splendid. But do try not to become so flush with rage that you make a foolish error. Perhaps if you grew flush with rage every now and again, you wouldn't have the complexion of a coffin dweller. Quiet, both of you. Das war böse. You don't have to do this, Ferdinand. You can always stay back if you have doubts. No. Fate put me on this path, and now I must walk it. Der ehemalige Herzog, er wird besiegt. Wir können nicht direkt hinrennen, weil Wege gesperrt sind. Ja klar. Die Hauptstreitmacht wird besiegt oder die Einsatztruppe wird besiegt. Das wird nicht passieren. Mauerkatapulte, Gerüchteverbreitung. Aktiviere Katapulte auf den Mauern der Festung Merceus. Ja, warum nicht?
schwäche Gegner bei Kampfbeginn eine Zeit lang etwas in ihre Moral erschütterst. Teile einer Heilereinheit, die regelmäßig Heilung Bündnis sucht. Das ist gut, das machen wir. Gut. Okay, ich stehe hier. Das ist super. Ich kann alles platt machen, was sich mir in den Weg stellt. Beilev, du hast da oben nicht so viel zu tun. Oh, Leonie ist hier gar nicht gut aufgehoben. Heißt aber du auch nicht. Edel. Wir brauchen Edel definitiv hier vorne. Leonie kann sich dann mit mir verbünden. Und du kannst gehen. Ganz ehrlich, du bringst mir hier nichts. Du bist schwach. Hallo, Petra. So. Und was unsere Bogenschütze angeht, da hätte ich ganz gerne eigentlich Lysithia dabei. Oder... Na, okay, gut. Nicht Shamir, dann nehmen wir Lysithia mit. Ja, Ferdinand, du hast verkackt. Du bist nicht dabei. Oh, hier unten ist Gerald. Der ist ja ganz doof aufgehoben. Weißt du was? Bin jetzt mal böse. Ja, ich kann den nicht auswählen, ne? Das Spiel ist so gemein. Ich wollte jetzt wieder Hubert umbringen. Ja, dann... aber keine Ahnung. Wie ich da hinstellen soll. Weißt du was? Ferdi, den geh du da hin. Darfst du da unten hin. Das ist zwar eigentlich völlig dämlich, wenn du unten drauf gehst, aber... Hey! Was soll der Geiz? Es ist bislang keiner gestorben, ist keiner auch in die Gefahr gekommen zu sterben. Okay, warte mal. Wo sind wir hier zu Hause? Du kommst erstmal zu mir. So. Lucy, du gehst mal hier runter. Kommst du nicht hin? Scheiße. So. Ja gut, meine Liebe, du hast hier nichts zu tun, ne? Ja, dann geh du halt dahin, so. Doro, du verteidigst. Beilev, du... Warte mal ganz kurz, bist du hier besser aufgehoben in dem Kampf? Ja, busy. Ja, und der Rest von euch... weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ihr machen könntet. Langeweile haben. Das wäre mal eine Idee. Nee, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit Beilev und Lysithia anfangen soll. Ich wollte mich gar mit Leonie verbünden, du Arsch. So. Verschwinde. Fahr zur Hölle. So. Halt, warte, wo ist denn... Halt dein Klapp da unten. Hey, Erzritter! Arsch offen oder was? So, Katapulte sind bereit. Und Bingams! Okay. This is going well. Almost too well. Is Ire truly so short-handed? That barrier was formed with dark magic. We must eliminate the caster in order to pass. They only delay the inevitable. We have the enemy where we want them. Unleash the arrows. Ja, den mache ich platt. Begin. The sky
Sky Spirit. You can count on me. I'll do my best. Was macht ihr hier oben? Doro ist noch am Beschützen. Ihr zwei seid immer noch bei dem zugange. Boah. Those ballistae require stopping. Let's show them how mercenaries fight. Ist auch völlig übertrieben, hier jetzt die Special zu zünden, aber da wird mir gerade ein bisschen zu eng, gebe ich ja zu. Zack, so, Ende. This shady magic. Begin. Business just doesn't do much for me. Wurde gerade durch irgendwas geheilt, aber durch was? Habe ich einen Trank aus Versehen benutzt? Nee, ne? Leute, wo rennt ihr denn bitte hin? Ich brauche euch hier drüben. Was soll denn der Bullshit? Jetzt rennen die da einfach weg. Edel. Auch da hin. Begin. I am advancing. Und nun kommen wir hier nirgendwo weiter. Weil wir eigentlich erst da hinten hin müssten. Das ist super clever. Dunkelbischof. Wo ist die andere Balliste? Da, ne? Ja, da kommen wir jetzt nicht hin, weil die anderen beiden Scheiße gebaut haben. Uff. Wo ist denn der Schlüssel eigentlich für die Scheiße hier? Und da. Mist. Oh, ist das kacke. Ach ja, das ist unsere Magierin, die so immer heilt. Stimmt. Ah, muss ich den Dings da verbrauchen, um mich hier hinzubiegen. Das ist ja halt richtig dumm gelaufen. Prepare to lay siege. I'm bringing it down. Jungs! Ey, ich meine Mädels, ich bin auch da übrigens, ne? Jetzt habe ich keinen Vorteil mehr gegen die, ne? Mit der Dancer-Class hätte ich ja einen taktischen Vorteil gehabt gegen magische Bücher. Wobei vielleicht das sogar jetzt immer noch, weil ich ja die Klasse auch gelernt habe. Okay, ich habe keine Zeit jetzt. Gut, weiter hier. Ne, habe ich nicht. Da ist die Cremory und die sagt mir ganz klar, ich habe keinen Vorteil. So, ich habe keine Zeit. Hau ab hier. Let's show them how mercenaries fight. We'll do it together. I care not if it's magic walls or what have you. If you get in the way of Her Majesty, you will pay. Pathetic fools. And to think I was entertaining the idea of letting you scamper away. What was that attack? I'll give you the biscuit. I hope you like being roasted alive, because that's exactly what's about to happen to you.
We'd be fools to try and force our way through this. The time has come to call upon our detachment. A weapon of that scale is certain to be controlled by some kind of device. Still improving. I guess Oh fuck, was? Kann man mir das bitte vorher sagen, dass der da... was? Boah, seid ihr hässlich. that combat experience comes in handy. Das schafft er im ganzen Leben nicht. Das schafft er im Leben nicht, da lebend durchzukommen. Das hätte ich vorher wissen müssen, hätte ich einen anderen da unten hingestellt. Scheiße, ich komme da auch nicht hin. Fuck. No more arrows! The enemy's here! Kill them all! That's it. Let's link up. So. Let's show 'em how mercenaries fight. We'll do it together. I've got you now. Got you! So. So I've been defanged. They got him? I do not appreciate that. That's it! I'm going to rip you apart myself. Yeah, right. Oh, God. Du musst eigentlich einen Special Award geben, ey. Du machst die Mission einfach ohne den Quatsch da auszuschalten. Hey, why can you wield that power, huh? Who even are you? Why don't you tell me? You seem to know more than enough about it already. Boah, deine Kackwaffe nervt. So. Stirb, Kronja! No, this is wrong. I can't die. Aber das tust du gerade. Tschüss. I never expected much from those shifty vermin. And here I am with the cold embrace of the grave hovering at my shoulder. I'll back you up. Well, we've smashed their little toy. Let's see what their next move will be. I thought our victory was assured. How could everything have gone so wrong? Let's show 'em how mercenaries fight. We'll do it together.
Okay, der Norden gehört komplett uns. Ihr müsst nicht alle hier rumstehen, ne? Warte. Here I go. Edel, dein Einsatz. Learn who they're up against. Begin. Petra, dein Einsatz. The Sky Spirit watches over me. You can count on me. Lysithia, du wirst dich mit denen hier ein bisschen I'll auseinandersetzen. do my best. Initiating the operation. Bylef, du ebenfalls. Du wirst nämlich ein bisschen unterstützend wirken. Und ich gehe auch in die Richtung. Und Gremory mache ich auch kaputt für euch. Keine Sorge. Ich überlasse das euch und mache selber die Gremory oben platt. There is not left but to resist with all our might. Help me push them back. The writing is on the wall, but those fools would sooner perish than admit it. Ihr macht das schon. Ich mache die Gremory oben noch platt. Orbs will rain death down upon them from above. Schön, so eine Kackwaffe, ey. Fire orbs? Those must be new. A little gauche, if you ask me. They look real dangerous, though. Also, what's a ghost? Conjure magic shield to safeguard our comrades. Was ist denn hier kaputt, ey? Pay attention now. Hilfe! Wow! Your Majesty, forgive my lateness. The outer defenses only just fell. On the contrary, your timing is perfect. Is that Voldemar? Christ. Why must he always show up at the worst possible moment and ruin everything? Oh Gott! Geht mir aus der Sicht! Und zwar alle! Holy! Future will forge is bright. Oh, ich hasse Reiter. Außer dich, Leonie, dich mag ich. Und Shamir, die reitet ja auch. So, verpiss dich! So. Wow. Puh. Noch so eine verfatzte Dunkelritterin. Von euch gibt es viel zu viele. Warum existiert ihr überhaupt? Oh Gott, was ist denn hier los, ey? Jetzt, los, Leonie! Let's show 'em how mercenaries fight. Komische Falkenritterin vom Gegner da. Hau ab! Glaube ich ja nicht. Einfach von hinten angreifen, richtig feige. Was ist denn mit dir kaputt? I don't know how we made it, but we did. Oh, noch mehr Dunkelritter. You can count on me. I'll do. Let's take it down at once. Oh Gott. Viel zu viele Dunkelritter hier. Okay. Petra, ab nach oben. Hilf denen hier. Viscount Menja, Viscount Fenja. Oh Gott. The Sky Spirit watches over me. Bylef, du gehst bitte mal sofort hier helfen. Ich komme mit, Petra. Prepare to lay siege. Level up für... Oh, hat er gewonnen? Hat er gerade gewonnen? Nee. Aber gleich haben sie gewonnen. Alles klar.
We'll do it together. I've got you now. I never should have come to this accursed place. Viscount Fenya, Viscount Menya, forgive me. I'm coming for you, Father. Leave the enemy no place to hide. Seize every key position in the fortress. The enemy is getting too close to Duke Ire. We must hurry to his side. Oh, but you are far. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Here I go. Edel, No Rückzug, mistakes. du musst die hier besiegen. They must learn who they're up against. Petra, du bleibst, wo du bist. Beilev, du musst dich mal hier denen Let's go, entgegenstellen. everyone. Ja. Too late now. Now perhaps we can stamp out those who slither in the dark. Glaubst du echt, dass ich hier durchkomme? Als ob ich es zulasse, dass der Verstärkung kriegt. Level up! Level 52 für Leonie. Sehr gut. Still a Beilev, geh mal Initiating the hier operation. unten mithelfen. Ich mach da oben mal schnell hier. Du kommst hier nicht durch, Kollege. Vergiss es. Dass die glaubt nicht, sie hier durchlaufen lassen würde. Was seid ihr denn für komische Vögel? I see the Empire in the throes of a terrible sickness, and I intend to cure it or die in the attempt. So, my son, you come to claim your poor father's head at last. I come to do my duty. No more, no less. Here I go. No mistakes. Gut, machen wir ein Eierblatt, oder? Ein Eierkopf. Vielleicht schaffe ich sogar, dass ich Ferdinand den letzten Strike geben kann. Auch wenn er nicht so gesund aussieht gerade. Ich will es ihm aber trotzdem irgendwie gönnen. Trotzdem werde ich mich nicht zurückhalten und das mit voller Macht reinbumsen. let's show 'em So, zack. Bams. Do it together. Sorry, Ferdy. Aber I must not fall. The Empire needs me. dich braucht keiner, Kollege. Ich werde dich weit genug schwächen, dass Ferdy dir den Rest geben kann. Until I see the Empire's glory and principles restored. Time has moved on from you, Father. You cannot unwind it no matter how hard you try. I am your man. How could you not see this? So. Will you not heed me, your majesty? This ideology of yours leaves countless good people by the wayside. Yet countless more were already suffering prior. All I did was make... Boom. Haha. That is enough. There is no escape for you.
Go on then. I'll leave for you the final blow. You leave me nothing. This was ever my burden to bear. Father! No, you are just a traitor now. In light of your crimes against the Empire, the punishment is death! Ob das eine andere Cutscene gegeben hätte, wenn man es nicht so gemacht hätte? And have them deliver the letter I drafted. Also, take the soldiers under your command and begin investigating any magic constructs abandoned by the enemy. Also eine heftige Schlacht, ey. At once, Lord Hubert. It must be awful to end your own parents' life. Ja, aber er wollte es so. Aber trotzdem würde mich interessieren, ob es eine andere Cutscene gibt, wenn man ihn gar nicht dabei hat und vor allem, wenn er dabei ist, er aber nicht im letzten Schlag landet. Das wäre mal interessant. Come on, Ferdinand. Let's get going. No. You may continue without me. Just a moment longer. Hubert, we have a messenger from the Alliance, and I need to know where our Western campaign stands. Ferdinand, may I have a word? I thought I'd let you decide how to punish your father's followers now that they've surrendered. Furthermore, this incident has led to the end of Fenya and several other noble houses. We need to settle the matter of the next Duke Ire, and we need to do so quickly. So if you don't mind... Is this your attempt at solace, Edelgard? What? I will punish the troops, and I will find a way to administer my father's lands. You can trust in me, and thank you for considering my feelings in the matter. Ja, komm. Abschlusszeit. Level 23 für dich. Sehr gut. Hast du da verdient. Du hast einen guten Kampf gemacht. Und, ja, passt schon. Level 58 für uns. Sehr gut. Beilev, 2. Stern. Sehr gut. Und Leonie, 2. Stern. Sehr gut. Und Lysithia, 2. Stern. Ich weiß, die Mission war echt komisch. Dadurch, dass wir bestimmten Wege gehen mussten, um überhaupt irgendwo hinzukommen, war gefühlt der Großteil meiner Truppe völlig beschäftigungslos und einfach nur in der Gegend rumgeeiert. Meine Leonie war bei mir, Doro hat nur beschützt, die war die ganze Zeit hinten am Ende der Welt. Und Lysithia, Beilev und Petra sind einfach nur mitgelaufen. Die haben nicht so wirklich eine echte Aufgabe gehabt. So, die halbe Zeit. Das war witzig. Kriegerschwert plus 6. Eine A-Rang-Waffe wäre halt auch mal irgendwas. Ne? Ich meine, 206 ist jetzt nicht schlecht, Kriegerschwert, das ist gut. Ich weiß, wer sich da freuen wird. Krieger-Axt, auch nicht so schlecht. Krieger-Bögen, auch nicht so schlecht. Wow. Da wieder ein bisschen Geld. Crusus 4. Oh, oh, wow. Edelgard mit Lysithia C, Edelgard mit Beilev C, Ferdinand Dorothea C, Ferdinand Petra C, Leonie Beilev C. Krass. So, Kapitel 14 dann also als nächstes. Ich bin gespannt, wie es da so abläuft. Still, we've managed to quell the turmoil and maneuver our way back to Enbar. Due to the valiant efforts of Count Berglis and his Aryan Road garrison, the kingdom's counter-offensive has hardly put a dent in the western lines. I wager the reinforcements reached them in time. It's a good thing we do not have to maintain a large military presence in Leicester. But of course, that was Her Majesty's plan all along. We'd be up to our shoulders in trouble if we hadn't settled hostilities with the Alliance. Do you think people in the Empire will be all right? I'm worried about the opera company, of course, but I'd also be devastated if anything happened to my friends in the capital. The end result of all this was the complete expurgation of the Empire's remaining dissidents. In a way, we should be thanking them for handing us this opportunity on a gilded platter. Adrestia deserves some stability for a change.
So I think it's good that Her Majesty has total power now. With the opposing nobles wiped out, it's a breath of fresh air after the way things were under the old Emperor. Lynn, think about who's here. It is all right, Dorothea. I have moved on. Trotzdem war das nicht nett von Lennart und nicht durchdacht. It's funny though. I was sure my father would take part in the rebellion, but he just didn't. I mean, I feel like all he ever did was complain about Her Majesty, you know? I guess he was so scared of the church that he decided to stay holed up in Garreg Mach. What is our next action, Lady Edelgard? If we are returning to the Western Front, I will have preparedness. Fighting your own people sure takes the thrill out of battle. So let's go wall up the kingdom instead and put an end to all this. All that remains is for Adrestia to claim victory. And along those lines, I wish to present an idea. One last stratagem to ensure that we prevail. Ja, Kapitel 14 ist ja eigentlich das Ende. Und nur wenn man Beilev rekrutiert, bekommt man ja noch Kapitel 15 und 16. Ich bin gespannt. However, Lord Arundel, which is to say Talus, remains at large. And any schemes Solon may be plotting are so much conjecture in the wind. Ich nehme an, um die geht's dann in den beiden Kapiteln. Still, his efforts in Die Rim territory Schattenschleicher. effectively empowered the late Duke Ire to stage a coup. Whatever the case, he must have a very good reason for seeking to prevent the kingdom's fall. But why would they help the people who are harboring the Archbishop? It makes no sense, unless their aim is simply to prevent the war from ending by any means possible. We know the kingdom's court mage, Cornelia, is connected to those who slither in the dark. They may have planted other associates in Fargus as well. If they already have the king's court dancing on strings, it stands to reason they would focus their attention on obstructing the Empire. I agree the theory hangs together. But does that mean we should expect more interference? We should, Your Majesty. Though I would at least like to think they no longer have anyone left who can act brazenly in the open. And need we worry about our mercenary friend? I was under the assumption that they had your implicit trust. Absolutely, but not enough to purge all of the doubt from my heart. I once trusted my uncle, as well as the late Duke Ire, and he wasn't even replaced with a doppelganger. People who come in contact with those who slither in the dark are not the same afterward. How am I to trust anyone in a world where such a thing can happen? I do not disagree, Your Majesty. Yes, well, we must remain vigilant until the war is over for good and all. Although I wonder if we can rest easy even then. Edel traut uns nicht We vollständig. still don't really know much about Solon, Kranya, and Talus. Und der Blödsinn. I was thinking this would be a chance to learn about my power, or who you actually are. But oh well. Oh well, is that all you have to say for yourself? I mean, I'm still curious, but my attention right now is on the battles ahead. And hey, it's not like knowing the truth would change much for you anyway. Ist übrigens krass, wie lange die Hauptschlachten sind, ne? In anderen Parts, die nicht mal ansatzweise so lang sind, kriegen wir 2, teilweise 3 Schlachten unter. Die Hauptschlachten sind echt ultra lang, aber auch alle spaßig. Es ist halt nur das Zwischendrin-Zeug, das echt ermüdend wird. Aber ich hab's euch schon gesagt. Even if I am related to those slithering people somehow, it's not like I'd want to split up with you. That's music to my ears. It's incredible to see just how fast you've matured. Makes me proud to call you my partner in destiny. Is this what being a parent feels like? Nice. Yeah, I guess. Anyway, this war will be over soon. So let's do what we've got to do to see it through together. I'll be counting on you, Arvel. Ich traue dem immer noch nicht. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Yay, speichern! Speichern wir da. Oh Gott. Scarlet Blaze. Torment of the Ego and Lion. Ja, wie vorhin schon gesagt, das wäre eigentlich jetzt das Finale, wenn man eben Beilev umbringt, statt zu rekrutieren. And while she is concerned by the absence of the nefarious Talus, she prepares her army for the next step regardless.
The time is nigh to crush the kingdom and Central Church's growing momentum and put an end to the war once and for all. Jetzt wird Dimitri platt gemacht. Jawohl. I've gathered you here in Garrick Mach because the time has come. We are returning to the front. Oh yeah, I've been waiting to hear that forever. Let's go wreck things. For the next phase of our campaign, we'll be working with the Alliance's leader, Claude, to tighten our cordon around the kingdom. Rather than try to advance on the Western Front, we'll join forces with the Alliance and press in from the east. This means we'll be marching northeast from the monastery and infiltrating Galatia. I hope we can finally end it this time. I don't think I can deal with doubling back again. Agreed. This slog has slogged on long enough. Worry not, friends. I'll not be blindsided twice. I promise you that. We won't rest until all of Fodlan is united. We will fight tooth and nail for it, and we'll do so together. So, we're finally dusting off our armor and going somewhere, huh? You must really want to end this war if you're letting the two of us loose on the kingdom. Quite right, Captain Gerald. We will not accept anything less than the fall of the royal capital. You and your mercenaries will be marching with us. This is not a problem, I trust. Let's just say I have a history with someone at the capital and leave it at that. But if the time's come for me to sort that out, then so be it. In any case, we're ready to go, right, kid? We'll earn our keep. Gotta say, I'm excited to be fighting with you for a change. Aber nicht. Aber Sophus ist so We made ruhig. some headway on the Western Front once the Empire pulled its main force back. What does it matter when their Minister of Military Affairs still holds Aryan Road? Even if we were in a position to keep throwing troops at those walls, we're never going to crack them. But if we keep digging our heels in here, their main force will be on us again in no time. It appears they have already dealt with the insurrection at Fort Merceus. If they don't come at us from the west, they'll soon waltz right in from the east. Might I offer a suggestion, King Dimitri? Ach ja, die gibt's ja auch noch. Of course, Lady Rhea. Völlig vergessen. We should retake Garrick Mach. It is the only way to reverse our current fortunes. If I call upon the Church's faithful, they will come running from every corner of Fodlan to liberate the monastery in the goddess's name. With Garrick Mach under our control, we will be able to keep the Imperial army in check. Additionally, it might convince some of the more fickle Alliance lords to reconsider their loyalties. I mean no disrespect, Lady Rhea, but this proposal hardly seems... There is more. As you know, the Bishop of the Southern Church is currently seated at the monastery. If we remove him, it reminds the world anew that Archbishop Rhea is the rightful head of the Church of Seros. I believe this will shake some of the more devout Adrestian lords from their Emperor's grip. While their faith may waver now, Adrestia is still the cradle of the Church of Seros. There are yet many pious believers among their nobility. If we can pull them to our side, it may shift the war back in our favor. We should strike while the iron is hot. I will get the word out at once. Hold, Lady Rhea. While I now concede that your plan to retake the monastery has some merit, I must ask that you alert no one. And why not? I need only say the word, and an army of believers will flock to our cause. Ja, aber keine Armee aus Leuten, die kämpfen können. Du schickst Unschuldige damit in den sicheren Tod. Denk da mal drüber nach. Yes, and the moment the enemy spies people flooding in from across hill and dale, they'll realize what we're planning and bolster their defenses. You believe their defenses are mightier than the faith of the people? By the goddess, have our enemies truly become so powerful? Kann es sein, dass Setef nicht die hellste Kerze auf der Torte ist? Wir haben jetzt zweimal dermaßen den Arsch aufgerissen und du hast immer nicht verstanden, dass wir stark sind? Viel zu stark für dich? Okay, das ist ja nicht mal eine Leistung. In that case, what do you propose? We entrust the eastern lines to houses Karen and Galatia, then ride in mass toward Aryan Road. The enemy will think we intend to assail the Silver Maiden, but instead, we break east. East?
Then we'll be attacking the monastery through the Valley of Torment. I get your thinking now. If we attack from the west, Aryan Road would be at our backs, and the Empire could box us in. Very well. I have no objections. My church members will assist in guiding your soldiers through ALL. The monastery is holy and precious to us, and by the name of the goddess, I swear, it will be ours again. Good. Then I'll ready the troops. Lady Rhea, Sedith, I place all of our futures in your hands. Oh, das sind wieder so viele Schlachten, die man machen muss, ne? Das heißt doch schon wieder, dass da mindestens eine Zwischenszene drin ist. Uff. Kampfvorschläge. Was haben wir denn so auch anzubieten? Öffne allen Gästen die Speisekammer, um die Moral zu verbessern. Verzichte beim Kochen auf Zutaten. Erhöhe die Anzahl an Weißmagiern, die in die Schlacht entsendet werden. Erhöhe den Erholungseffekt. Das ist gut. Lasse die Reiter Zeit mit ihren Pferden und Pegasi verbringen, um die Kampfbereitschaft zu verbessern. Erhöhe etwas die im Kampf gewonnene Erfahrung von berittenen Klassen. Dafür trainieren wir ja. Ich finde Manuelas Vorschlag am besten mit der Heilung. Gut. Ein neues Unterstützungsgespräch verfügbar. Flop. Was haben wir denn alles? Wir haben jetzt ein bisschen was gemacht. Lana kann schwätzen mit Manuela. Und Leonie ist immer noch gesperrt. Beilev ebenso. Was ist denn das für eine Kacke? Sonst haben wir keinen voll bekommen. Marianne ist nicht voll. Mercedes ist nicht voll. Bernie ist auch noch nicht voll. Okay. Ja, wir haben doch irgendein Gespräch. Hä? Ach ja, mit Dings da, Manuela. Edelgard hat ein Gespräch mit Dorothea. Sehr gut. Nur mit Doro oder mit dem anderen? Nur mit Doro. Okay, das hat keiner was. Doch, Manuela ja mit uns. Okay, alles klar. Charmiert auch noch nicht voll. Okay, super. Okay, Leute, in dem Sinne, ich speichere dann mal, dann ist die Folge wieder so scheiße lauer. Das waren jetzt mal 2 Folgen am Stück, die echt schweinelang sind. Gut. Es ist, wie es ist, nicht wahr? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen ja. Daumen nach oben, abonniert mich sehr freuen. Sonst macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Ciao.